und willkommen in meiner Küche. Ein außergewöhnliches Essen, das ganz einfach zu kochen ist und sich außerdem noch gut im Voraus zubereiten lässt. Wie das geht, zeige ich in diesem Video, und zwar gibt es Tintenfischarme. Man nennt sie auch Krake oder Oktopusarme oder auch Pulpo. So sehen die Arme beim Fischhändler auf Eis liegend aus. Man kann ehrlich gesagt nicht viel erkennen. Immerhin sind die Saugnäpfe der Fangarme an einigen Stellen zu sehen. Pro Person rechne ich je nach Größe 1 bis 2 Arme. Aber vertut euch nicht, denn die Arme schrumpfen beim Kochen erheblich zusammen und was anfangs riesengroß aussieht, wird sich um mehr als die Hälfte reduzieren. Die Fangarme werden kurz unter fließendem Wasser abgewaschen, in einen gerade ausreichend großen Topf gegeben und soeben mit Wasser bedeckt. Zum Garen des Tintenfisches setzt man den Topfinhalt bei niedriger Temperatur auf. Gewürzt werden muss er nicht, vor allem braucht er nicht gesalzen zu werden. Wer will, kann ein paar Tropfen Zitronensaft zum Wasser geben, man kann es aber auch lassen. In dieser Zeit ist der eingeschaltete Dunstabzug dringend zu empfehlen. Hier seht ihr, wie das Wasser beim Kochen nach oben kommt, deswegen nehme ich immer einen hohen Milchtopf. Wenn man die Arme zum ersten Mal kocht, sollte man vielleicht alle 15 Minuten kontrollieren, ob auch noch genug Wasser im Topf ist. Mit der Zeit hat man dann den Bogen raus. Die Garzeit bei niedriger Temperatur beträgt 1 Stunde, was sich je nach Größe der Fangarme um jeweils 5 bis 10 Minuten nach vorne oder hinten verschieben kann. Zeitgleich setze ich auch ein paar Pellkartoffeln auf, denn es gibt Bratkartoffeln zum Kraken. Nach ca. 15 bis 20 Minuten, je nach Größe der Kartoffeln und einem Check, ob sie auch gar sind, werden sie abgegossen. Wenn man sie sofort danach noch zweimal mit kaltem Wasser abschreckt, lassen sie sich, wie ich finde, etwas besser pellen. Zunächst lasse ich sie aber auskühlen. Bis der Kraken gar ist noch ein wenig Zeit. Damit keine Langeweile aufkommt, nutze ich sie, um eine leckere Knoblauchsoße zu machen. Im Sommer gibt es vorwiegend frisch geernteten Knoblauch, der noch sehr feucht ist. Damit er nicht schimmelt, befreie ich ihn nach dem Kauf immer sofort von seiner äußeren Blattschicht, damit die darunter befindliche Feuchtigkeit entweichen kann. Wasser ist Leben und so vermeidet man, dass der Knoblauch anfängt zu schimmeln, worauf man immer achten muss. Ich habe hier 3 Knoblauchzehen, was vielleicht ein wenig großzügig ist für 2 Personen, aber was soll's, Knoblauch ist gesund. Mit der flachen Klinge wird er stückweise beherzt mit einem Schlag zerdrückt, anschließend etwas klein gehackt, mit grobem Meersalz bestreut und mit der flachen Messerklinge zerrieben, bis eine breiartige Masse entsteht. Dieser Knoblauch wird nun in einen Becher griechischen Joghurt gegeben und untergerührt. Fertig. Meersalz, frischer Knoblauch und Joghurt bilden die perfekte Kombination und es bedarf keiner weiteren Gewürze mehr. Bis zum Gebrauch kommt die Soße in den Kühlschrank. Die Kartoffeln werden gepellt und einfach der Länge nach halbiert. 2 Frühlingszwiebeln werden geputzt und in feine Ringe geschnitten. Wenn ich sie nicht sofort verwende, gebe ich sie gut zugedeckt in den Kühlschrank. Nach 1 Stunde sind die Krakenarme gar, was man daran erkennen kann, dass ihr Fleisch einem Zahnstocher überhaupt keinen Widerstand leistet. Die Arme sind außerdem erheblich kleiner geworden und es ist noch ein wenig Kochwasser im Topf. Hier habe ich ein Sieb über dem Waschbecken, in welches ich den Topfinhalt gebe. Wenn man ihn zunächst hin und her schwenkt, löst man Krakenfasern vom Topfboden, sodass die Arme unbeschädigt und sicher ins Sieb fallen können. Dort können die Arme etwas ausdampfen, damit sie auf der Oberfläche nicht mehr so nass sind. Bis hier kann man alles schon Stunden vor dem eigentlichen Essen vorbereiten. Jetzt beginnt die Fertigstellung. Die Kartoffeln werden mit Butter angebraten, bis sie knusprig braun werden. Daneben gibt man etwas Olivenöl in eine möglichst beschichtete Pfanne und bei sehr niedriger Temperatur werden die Krakenarme darin angeschmort, nicht um sie noch weiter zu garen, sondern nur damit sie warm werden und hier und da vielleicht noch einige Röstaromen
vom Anbraten aufnehmen können. Das Anbraten der Kartoffeln, bis sie braun werden, dauert länger als das Erwärmen der Krakenarme. Sind die Kartoffeln soweit, werden die Frühlingszwiebeln dazugegeben und mit einem weiteren Klecks Butter kurz erwärmt. Dabei sollen die Frühlingszwiebeln nicht garen, sondern ruhig noch etwas Biss behalten. Insgesamt dauert das vielleicht 2 bis 3 Minuten. Der Kraken schmort im Olivenöl vor sich hin und das war es auch schon. Die Kartoffeln werden auf die vorgewärmten Teller gegeben. Dazu kommt der Kraken, der kunstvoll eingerollt wird. Dazu gibt es die Soße, die sich jeder selber nimmt. Hier seht ihr, wie leicht sich der Krakenarm schneiden lässt. Er ist wirklich butterzart und schmeckt ganz hervorragend. Dies ist ein außergewöhnliches Essen, das man nicht alle Tage bekommt. Nichtsdestotrotz macht es überhaupt nicht viel Arbeit und schmeckt einfach nur ganz hervorragend. Ich hoffe wirklich, ihr probiert es einmal aus. Hier ist die Liste der Zutaten für 2 Personen. 2 Krakenarme, zusammen ca. 450 bis 500 Gramm. Bitte achtet darauf, dass sie gleich groß sind. 350 Gramm kleine Kartoffeln, zum Beispiel Typ Annabelle. 2 Esslöffel Butter, 2 Frühlingszwiebeln, Salz. 3 Knoblauchzehen, ein halber Teelöffel Meersalz, 150 Gramm griechischen Joghurt. Dazu kann man grünen Salat reichen. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!